Jetzt ist es soweit. Meine Top-Spiele des letzten Jahres in Argentinien. Ich wohne jetzt seit über einem Jahr hier und habe wirklich viele Fußballspiele mitgenommen und euch schon die besten vorgestellt. Aber das waren meine Top 3. Und das fängt sehr unerwartet an, nämlich mit dem Superclásico. Jeder würde jetzt erwarten, das ist auf der 1, aber nee, die Bombonera ist immer eine Wucht, das Viertel La Boca ist eine Wucht, aber von der Stimmung her waren noch zwei besser. Das Superclásico ist natürlich ein Spiel, das man sich gar nicht größer wünschen kann. Wenn man auf der Welt Menschen befragt, die sich für Fußball interessieren, welches Spiel sie gerne mal live sehen würden, dann steht das Superclásico meistens auf der Nummer 1. Und zwar bei den Boca Juniors in der Bombonera und das habe ich mir angeschaut. Und ja, die Stimmung war stark. Das Intro mit dem Konfetti aus dem Altpapier eines ganzen Viertels war schon sehr beeindruckend und auch die Stimmung vor dem Spiel, die Previa im Stadion, wie die Leute gesprungen sind und die Bombonera schon gewackelt hat, schon eine Stunde vor dem Spiel. Was für eine geniale Stimmung, sowas erlebt man nirgends sonst auf der Welt und diesen Ausblick über die Stadt aus einem Stadion mitten im Viertel auch nirgends. Das ist einfach großartig. Manchmal denkt man, wenn man das sieht, Alter, mehr geht nicht, aber mehr geht doch. Denn obwohl das Spiel gut war und obwohl die Stimmung stark war, hat es mich emotional nicht so ganz mitgerissen, wie meine Plätze 1 und 2, aber dennoch ein Fußballerlebnis, das man erlebt haben sollte, wenn man hier in Buenos Aires ist. Nicht unbedingt das Superclásico, aber einmal die Bombonera betreten, das ist schon Pflicht, weil die ist wirklich genial. Für mich das schönste Stadion auf der ganzen Welt. Mit zu den schönsten Stadien der Welt gehört für mich auch die Nummer 2, das Stadion von Racing, El Cilindro. Ein komplett rundes Stadion, übrigens mitgeplant von deutschen Architekten. Und das kann akustisch wirklich viel, weil alle Fans in diesem Rund verteilt sind und wenn nur eine Gruppe anfängt zu singen, das sofort in die Mitte schallt, mit dem Dach darüber eine unglaubliche Akustik in diesem Stadion. In meinem besten Spiel der 3 Male, die ich den Cilindro diese Saison besucht habe, geht's zum Spiel gegen River Plate. Und das hat gleich in der ersten Runde der Meisterschaftsplayoffs stattgefunden. Das heißt, es ging um alles oder nichts. Und obendrauf kam noch, dass River die Saison voll verkorkst hatte und ihr einziger Rettungsschirm wäre gewesen, die Meisterschaft zu gewinnen. Sie mussten also gewinnen, um sich für die Copa Libertadores zu qualifizieren. Und Racing war kurz vorher aus eben jener Copa Libertadores ausgeschieden. Für sie galt das Gleiche. Noch dazu ist es ein Klassiko. Es kommen zwar nicht beide aus der Stadt Buenos Aires, nur River Plate. Beide zählen zu den großen 5. River wurde in La Boca gegründet, Racing in Avellaneda, direkt nebeneinander. Also ist da historisch schon sehr viel Konkurrenz zu spüren. Also ein Klassiko. Ein Klassiko mit ordentlich Emotionen drin. Neben dem Feld standen sich noch die beiden Trainerlegenden gegenüber. Auf der einen Seite Gallardo, der große River Plate-Spieler und auch Trainer, der sie zu mehreren Copa Libertadores-Titeln geführt hat und jetzt richtig strauchelt. Und auf der anderen Seite Gustavo Costas, eine absolute Racing-Legende, auch von Kindesbeinen auf und ein wirklich cooler Typ, wie ich das sagen kann. Der weitet schon mal seine Coaching-Zone bis zur Eckfahne aus und schwenkt schon mal sein T-Shirt über dem Kopf nach einem Sieg. Also für mich eine absolute Legende hier in Buenos Aires im argentinischen Fußball. Den sollte man gesehen haben. Richtig cool. Und noch ein Umstand machte dieses Spiel besonders, weil eigentlich hätte Racing ohne Fans spielen sollen. Nach diesem unglaublichen Intro
Zuschauer vom Verband aufgebrummt bekommen. Das war noch bevor klar war, dass sich Racing für die Meisterschaftsplayoffs qualifiziert. Sobald Racing sich nämlich für die Meisterschaftsplayoffs qualifiziert hatte und nur ein Spiel ohne Zuschauer ausgetragen hatte, ging alles ganz schnell. Ein Gericht hob das Urteil über die 3-Spiele-Sperre auf, nachdem Racing sich entschuldigt hatte, und so durften ganz spontan doch Zuschauer rein. Der Cilindro war natürlich ausverkauft für diesen Kracher. Und eins sei noch gesagt, wäre ich da gewesen, wäre das Halbfinale der Copa Libertadores von Racing wahrscheinlich das Spiel des Jahres gewesen. Dieses Intro war einfach unglaublich und für mich das argentinische Spiel des Jahres. Hier Bilder von Freunden, die dort waren, in der Kurve, einfach unglaublich. Was für eine Menge an Pyro. Richtig, richtig gut. Aber zu diesem Spiel gab es dann keine Pyro mehr, sondern nur Blockfahren zum Intro. Aber das hat völlig gereicht, denn alle sonstigen Sanktionen wurden aufgehoben. Also die Bara durfte auch mit Trommeln und Instrumenten rein. Ich finde es immer großartig, die marschiert immer in die Kurve und ab dann beginnt die Stimmung. Dieses Intro mit vielen Blockfahren, auch okay, nicht so gut wie sonst, aber es gab dann auch nicht mal Pyro vom Platz, wie sonst in Argentinien üblich, sondern ganz spartanisch. Aber spartanisch sollte das Ganze hier nicht bleiben, weil Racing ging gleich in Führung. Und dann bebte das Ding hier aber ordentlich. Und ich kann sagen, nicht nur die Bombonera wackelt, wenn man in ihr steht, sondern auch der Oberrang vom Cilindro. Der Cilindro war tatsächlich weltweit eines der ersten Stadien mit Kugellagern, dass das so wackeln kann. Und man spürt es ordentlich. Also wenn hier alle springen, dann geht die Post ab. Es macht richtig Bock hier oben. Und es schallt aus allen Ecken in die Mitte. Also so eine Stimmung erlebt man wirklich in den wenigsten Stadien der Welt, wie das, was hier nach dem 1:0 los war. Aber es sollte alles anders kommen. Nach der Halbzeit nämlich kam River Plate zurück. Und das furios. Nämlich mit dem Ausgleich und gleich anschließend mit dem Führungstreffer. Doppelschlag mitten in die Magengrube von Racing. Hier mussten sich erstmal alle wieder sammeln. Man hatte den Start der zweiten Halbzeit komplett verschlafen und jetzt war der Cilindro gefragt. Hier wurde nochmal ordentlich Gas gegeben, jetzt wurde supported und tatsächlich... (2:2), der Ausgleich ist noch gefallen und ab dann gab es kein Halten mehr. Ab dann ist hier alles gesprungen und hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Ich habe selten so ein gutes Fußballspiel in Argentinien gesehen. Es war wirklich auch guter Fußball und es ging nur nach vorne. Racing wollte unbedingt diesen Siegtreffer. Den haben sie bekommen.
original in der letzten Minute des Spiels. Und jetzt haben die Fans hier alles abgerissen. Das war unglaublich, was hier passiert ist. Dann gab es noch eine Minute irgendwie Nachspielzeit und dann gab es kein Halten mehr. Der erwähnte Gustavo Costas als erster auf dem Platz mit seinem T-Shirt schwenkend. Alles ist gesprungen. So eine unglaubliche Stimmung. Wünsche ich jedem einmal, dass er sie erlebt hat. Einfach unglaublich. Wäre da nicht die Nummer 1. Und meine Nummer 1, zu der habe ich tatsächlich mein erstes YouTube-Video hier gemacht. Und die ist so unglaublich gewesen, dass sie Maßstäbe gesetzt hat. Für ganz Argentinien, deswegen ist der Superclásico auch nur auf Nummer 3, weil ich immer alles mit diesem Spiel verglichen habe. Das war schon stimmungsmäßig mit das Beste, was ich hier in Argentinien erlebt habe. Und zwar der Clásico Rosarino, der Clásico in Rosario, Rosario Central gegen Newell's Old Boys. Ein absolut cooles Spiel und das hatte wirklich alles, was man von so einem guten Spiel erwartet, außer Gästefans. An der Previa habe ich Lukas getroffen. Ein Bierchen. Ein Bierchen, Prost. Ein wirklich cooler Typ und die Previa war schon sehr beeindruckend. Diese lange Straße, wo alle Rosario-Fans stehen, singen, sich betrinken. Eine wirklich coole Atmosphäre. Und dann ging es schon ins Stadion. Ich dachte viel zu früh, wir waren 2 Stunden vor Anpfiff im Stadion, aber schon da die erste Stimmung und alle Leute standen. Alle Leute standen 2 Stunden vor Spielbeginn und das ganze Spiel über. Keiner hat sich hingesetzt und alle haben mitsupportet. Sowas unglaublich Gutes. Es hat schon die ganze Zeit Spaß gemacht, aber das Spiel sah nach einem 0-0 aus. Dicen que estamos todos en la cabeza, pero eso a Central no le interesa. Das war das erste Clásico von Ángel Di María. Und Ángel Di María ist ein Kind aus Rosario, einer, der aus der Jugend von Rosario Central gekommen ist, dann nach Europa gegangen ist, da große Karriere gemacht hat, Weltmeister mit Argentinien geworden ist und jetzt wieder zurückgekommen ist in die argentinische Liga zu Rosario Central und das war sein erster Clásico. Und dann schießt dieser unglaubliche Typ diesen Freistoß. Macht ihn rein und dann ist dieses Stadion so komplett eskaliert. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn ich dieses Video sehe, kriege ich immer noch Gänsehaut. Es wird auf dem Video nicht so ganz klar, wie viele in diesem Stadion mitsingen, aber ansatzweise, weil das war komplette Masseneskalation.
dem Di Maria-Tor, wie sehr man ausflippen kann. Im Derby-Sieg, also unglaublich. Das Clásico mit diesem Tor gewonnen, Rosario Central. Schaut euch unbedingt den Report dazu an, das war mein Spiel des Jahres. Ich glaube auch, sowas erlebe ich so schnell nicht mehr. Richtig, richtig gut. Das waren sie also, meine Top-Spiele des Jahres in Argentinien. Ich hoffe, dass 2026 noch ordentlich was draufkommt, dass ich noch mehr gute Spiele sehe und euch an einigen interessanten Partien teilhaben lassen kann. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bitte folgt doch diesem Kanal. Es wäre großartig, wenn diese Arbeit gewürdigt wird, und folgt uns doch auch auf Instagram. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Das waren meine Top-Spiele. Bis zum nächsten Video. Dann geht's zu 3 Spielen, die hatte ich hier bisher nicht erwähnt. Die waren trotzdem großartig und ich will es noch vor der neuen Saison fertig kriegen. Nämlich geht's zum Clásico nach La Plata und anschließend zum Clásico nach Avellaneda. Independiente und Racing im Clásico. Also wirklich Top-Spiele, die ich dieses Jahr noch erlebt habe, die absolut hier in diese Reihe gehört hätten, wenn ich jetzt nicht eigene Videos zu ihren Clásicos machen würde, weil diese Clásico-Serie, die liebt ihr über alles, deswegen mache ich sie auch weiter. Bis dann, schöne Grüße aus Buenos Aires.